Chat, wollt ihr Online-Modus direkt haben? 1 in den Chat, 2. Muss nicht sein oder 3? Nee, auf gar keinen Fall. So, das hat er geschickt. Das hat er bekommen. Schau mal, Americas 1. Da ist die Musik. Tom Petty, Love is a Long Road. Ihr könnt Screenshot machen von mir aus, ja? Der Titel lautet Alle Infos zu GTA 6. Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version und wann gibt es endlich Gameplay? Seid ihr hyped drauf? 1 in den Chat, dann gucken wir mal Naido. So, ich muss ehrlich sagen, das ist die erste Reaction in meinem Leben, glaube ich, dass ich auf Daymotion oder wie die sagt, Dailymotion Pro eine Dings mache, halt, eine Reaction, weil das haben die nicht auf YouTube hochgeladen. Aber wir gucken rein, ja, let's go. Einmal kurz auf Holz geklopft. Am 19. November ist es soweit und der wohl größte Videospiel-Release aller Zeiten steht bevor. GTA 6. Nach den zahlreichen Verschiebungen, den langen Pausen zwischen Informationsdrops und der Flut an mehr oder minder glaubwürdigen Leaks ist es aber ganz schön unübersichtlich geworden. Was wissen wir denn jetzt eigentlich wirklich schon über GTA 6? Ja, man, diese unglaublichen Leaks immer, diese verdammten YouTube-Creator, die immer so irgendwelche Leaks verbreiten, Digga. Abtören. Welche Leaks sind tatsächlich glaubwürdig und wann erwarten wir, dass es endlich neue Informationen gibt? Ist ja immerhin nun auch nicht mehr so lange hin bis zur hoffentlich endgültigen Veröffentlichung und deshalb bringen wir euch in diesem Video nochmal wieder auf den neuesten Stand. Ja, Mann. Fangen wir zunächst mit dem an, was wir schon sicher wissen, zunächst über die Spielwelt. GTA 6 spielt in der fiktiven Strandmetropole Vice City, angelehnt an das echte Miami. Vice City ist ein Schmelztiegel der Kulturen, eine Partyhochburg mit florierendem Nachtleben und ein Urlaubsparadies. Unter der Oberfläche verbirgt sich aber auch eine ausgeprägte Untergrundszene und jede Menge Kriminalität. Hey Chat, sagt, was ihr wollt, ich hatte heute ein motherfucking Dream, man. Ich habe heute geträumt, dass wir noch einen Charakter mindestens haben und der ist ein Gangmember. Und Bro, ich weiß nicht, das lässt mich nicht los. Mein Unterbewusstsein denkt die ganze Zeit an diesen Gedanken, Chat. Warum ist der Trailer Nummer 1 so aufgebaut mit Gangmember und so weiter und so fort? Weil ich würde nicht behaupten, dass Jason und Lucia so die typischen Gangmitglieder oder irgendwie mit Gangs verkehrenmäßig sind, so weißt du? Es macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich glaube, da ist noch irgendwas in der Luft, Chat. Ich sag dir ehrlich, da ist doch irgendwas. Pandora-Box wurde noch nicht ganz geöffnet. Bro, ich träume GTA sogar. Es lässt mich nicht los. Was soll ich sagen? Anders als im älteren GTA Vice City erleben wir die Stadt nun nicht mehr in den 80ern, sondern im Hier und Jetzt. Die Metropole selbst ist aber nur ein Teil der Spielwelt. Die umliegenden Naturgebiete und Vororte dürften ebenfalls einen großen Raum einnehmen, sodass die Map von GTA 6 wohl so etwas wie eine Mini-Version von ganz Südflorida werden dürfte. Da muss ich den Julius korrigieren. Es wird eine Mini-Version von Florida werden. Leonida ist Florida und Florida ist ein Bundesstaat. Es ist sogar in Erwägung genommen worden, dass es sogar Gloriana geben wird. Hier ein paar Fakten an meine sehr, sehr coole Community. Wir haben Autokennzeichen mit Gloriana. Wir haben Orte, die an Georgia, also fiktives Gloriana, erinnern. Wir haben jetzt vor kurzem Insider-Informationen bekommen, dass Kulissenaufnahmen getätigt wurden. Und zwar in Gloriana, also in Georgia, wurden Kulissenaufnahmen von der Natur und so aufgenommen, damit man Background-Hintergrund, also damit man im Background diesen Ton hört, also die Atmosphäre. Ich glaube nicht, dass es direkt zum Release rauskommt, aber ich glaube, es kann sein, Jason und Lucia werden am Ende durchlöchert, wie Bonnie und Clyde mäßig. Es gibt die gar nicht mehr, Spiel ist vorbei, kein Story-Modus, alles durchgespielt. Entweder man fängt von vorne an oder Story-Modus ist aus. Kompletter Fokus auf Online-Modus ist aktiviert. Und wenn Online-Modus so halbes Jahr gelaufen ist, kommt DLC. Story-DLC mit einem brandneuen Charakter, vielleicht dem Gangmember. Ich würde es geil finden. So eine gewisse Abwechslung, die die Überforderung nimmt. Sodass man nicht weiß, soll ich Story weiterspielen oder Online-Modus weiterspielen? Ach, weißt du was? Du musst dich nicht entscheiden. Du spielst Story, hast genug Zeit, zack, bist fertig. Online-Modus kommt auch demnächst. Spielst Online-Modus eine Zeit lang, währenddessen mach mir DLC bereit. Zack, Story mit DLC, kannst wieder einsteigen.
Zack, ey, es gibt wieder was Neues. Wir haben UGC, du kannst deine eigenen Welten kreieren. Zack, neues DLC, spielst wieder Story durch. Zack, wir haben wieder was Neues. Hallo, wir haben den RP-Modus aktiviert für dich. Weißt du, was ich meine? Trevor, schöne Grüße zurück, ja? Trevor lässt sich echt gut gehen, Alter. Der ist gerade in seinem Schrebergarten. Ja, und da fehlt nicht nur die deutsche Fahne an dem Gebäude, sondern auch die Alkoholfahne. So wird es die etwa 300 Kilometer lange Inselkette Florida Keys im Spiel geben, genannt Leonida Keys. Das große Sumpfgebiet im Westen, die Everglades, heißt im Spiel Grass Rivers. Dann gibt's noch das Industriegebiet Ambrosia, das von einer Biker-Gang beherrscht wird, und die vergessene Küstenstadt Port Gellhorn. Also diese Bikerstadt ist einfach NRW, Digga, ich sag dir ehrlich. Das ist einfach NRW. Ein einst beliebter Urlaubsort, an dem nun vor allem zwielichtige Geschäfte und niedere Unterhaltung ihren Platz finden. Und dann wäre da noch der Mount Callaghan Nationalpark, ein großes bergiges Naturgebiet, das sich laut Rockstar-Website an der nördlichen Grenze des Bundesstaates befindet. Das kommt auch noch hinzu, nördliche Grenze des Bundesstaaten. Im realen Florida ist nördliche Grenze Gloriana, also Georgia. You know? When you know that you know. Findet. Aber Moment mal, sind GTA-Welten nicht immer Inseln? Also entweder Rockstar hat sich hier falsch ausgedrückt oder GTA 6 könnte mit dieser Serientradition brechen. Oder, und das ist eine ganz verrückte Fantheorie dazu, Leonida ist gar nicht der einzige Bundesstaat in GTA 6 und Rockstar hat uns den zweiten großen Teil der Map, bei dem es sich womöglich um ein fiktives Georgia handelt, noch gar nicht vorgestellt. Aber das ist bisher nur wilde Spekulation. Auch etwas spekulativ, aber auf deutlich mehr klaren Indizien beruhend ist das große GTA 6 Mapping Project, bei dem Fans jede noch so kleine Information aufsaugen, Screenshots vergleichen und Beschreibungen einordnen, um daraus eine möglichst realistische Prognose Digga, einfach lazy, Alter. zu schaffen, wie die Karte von GTA 6 letztendlich aussehen könnte. Den aktuellen Stand seht ihr hier, es gibt aber regelmäßig Updates mit neuen Erkenntnissen. Kommen wir nun zu Charakteren und der Story. In GTA 6 folgen wir der Geschichte von Jason und Lucia, einem Pärchen, das auf die schiefe Bahn gerät. Lucia kommt ins Gefängnis, weil sie laut Rockstar-Website für ihre Familie kämpfte. In Trailer Ich komm damit nicht klar, warum geht das nicht weg? laut Rockstar-Website für ihre Familie kämpfte. In Trailer 2 sehen wir, wie Jason sie dort abholt. Das könnte der Beginn der Handlung sein, die sich wohl sehr um die Beziehung der, oder zumindest gehen wir schwer davon aus, beiden Protagonisten drehen wird. Wir sehen, dass die beiden gemeinsam Ey, Chat, ich hab da eine Theorie. Wollt ihr hören? Eins in den Chat. Pass mal auf, ich sag dir meine Theorie, wie das entstanden ist, diese Szene. 2 sehen wir, wie Also meine Theorie ist, weil er geht ja am Anfang zu dieser Pforte halt, ne, und redet mit diesem Mann und der sagt so, ey, kommst mir bekannt vor. Ich habe so ein Gefühl, dass Jason quasi nachdem er in der Army war, dann später ein Wärter wurde im Knast, im Frauengefängnis und hat da Lucia kennengelernt und war so ein bisschen horny unterwegs mit ihr. Die haben sich vergnügt, dies, das, Ananas, und dann hat er sich gedacht, okay, ich darf nicht mit ihr zusammen sein, ich kündige jetzt. Dann hat er seinen Job gekündigt, kurz bevor sie rauskommt und dann treffen die sich das erste Mal in der Freiheit, versteht ihr? Das würde auch Sinn ergeben, warum der Wärter sagt, ey, du kommst mir bekannt vor mäßig. Jason sie dort abholt. Das könnte der Beginn der Handlung sein, die sich wohl sehr um die Beziehung der, oder zumindest gehen wir schwer davon aus, beiden Protagonisten drehen wird. Wir sehen, dass die beiden gemeinsam Läden überfallen und in Verfolgungsjagden geraten. Die beiden erinnern ein wenig an das berühmte Gangsterpärchen Bonnie und Clyde, was jetzt nicht unbedingt positiv ist, wenn man sich vor Augen führt, dass die Geschichte um Bonnie und Clyde nun wirklich alles andere als gut ausgegangen ist. Der Gedanke liegt also nahe, dass Rockstar den Trend von Red Dead Redemption 2 fortführen könnte und uns eine deutlich emotionalere und dramatischere Geschichte liefern wird, als das im schrillen GTA 5 der Fall war. Würde ich feiern. Aber das ist nur Spekulation, denn viel ist darüber hinaus noch nicht bekannt. Eine wichtige Rolle nicht nur in den mit Sicherheit wieder etlichen Radiosendern, sondern auch in der Geschichte direkt wird wohl die Musik spielen. Gleich mehrere der wenigen bisher bekannten Charaktere kommen aus der Musikszene.
So etwa der Stripclub- und Tonstudiobesitzer Booby Ike, Ex-Verbrecher und aufstrebender Musiker Draquan Priest und das Social-Media-Duo Bay Lux und Roxy aka Real Dimes. Wir kennen außerdem schon Jasons besten Freund Cal Hampton, mit dem zusammen er für den Werftbesitzer, Drogenhändler und Schmuggler Brian Heder arbeitet. Und dann gibt es noch den erfahrenen Bankräuber Raúl Bautista, der in einem kurzen Clip schon mit Lucia zusammen in einem Feuergefecht zu sehen ist. Nicht nur Lucia, da ist Jason auch. Also da ist Lucia und da ist Jason. Beide sind da. Ob es die gleiche Szene ist wie im Trailer Nummer 2, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber diese Szene wurde auf jeden Fall aus Heat 1995, ja, die haben sich inspirieren lassen, sagen wir mal so. Trägt sie Adidas-Latschen. Ja, aber nicht Adidas, sondern Adidas, weißt du, was ich meine? So aufgefälscht angelehnt. Ich werde so weinen, wenn einer von beiden sterben muss. Ja, Tobi, da müssen wir durch, ja. Tobi, da müssen wir durch. Da tun wir uns innig umarmen, alle miteinander und da müssen wir durch. Ganz ehrlich, ja. Gibt es auch einen Buttermilchladen? Also wenn es keinen Buttermilchladen geben sollte, Semitrix, dann ist GTA 6 unspielbar. Fakt. Ist er der Kontakt, der die beiden wieder ins Verbrechen holt? Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Ich packe jetzt aus. Holy wird mich hassen. Mir ist scheißegal. Wir packen aus, ja. Wollt ihr Insider-Wissen von einem Discord, wo Holy ein bisschen Informationen ausgesaugt hat? Dann eine 6 in den Chat, ja. Also, Holy hat ja ein bisschen hier und da auf Discord sich connected mit ein paar Rockstar Games Mitarbeitern, ja. Disclaimer hier an der Stelle. Es muss nicht heißen, dass es echt ist. Also nicht, dass Holy lügt, sondern es kann immer sein, dass diese Person, die da zu ihm was geschrieben hat, obwohl es beweisen konnte, dass es Rockstar Games Mitarbeiter ist, in dem Fotos entstanden sind vom Büro oder Fanartikel, die nur Mitarbeiter bekommen oder auch Dokumente auf dem Tisch mit dem Logo von Rockstar Games. Alles kann man fälschen, ja. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es echt ist, dann ist es echt interessant. Raúl soll angeblich ein richtig dreckiger Kriminelle sein, ja. Außerdem ist er korrupter. Er ist korrupt mit der Regierung. Und er tut quasi Jason und Lucia entdecken und bedroht die, dass die lebenslänglich oder halt ewig in den Knast kommen, wenn sie nicht das tun, was er sagt. Also Raúl ist quasi ein Geheimagent, der Jason und Lucia entdeckt und die zwingt dazu, das zu tun, was er sagt. Und die bekommen natürlich ihre Anteile, dies, das, Ananas. Aber irgendwann merkt er, wie krass die eigentlich sind und will dich loslassen. Das bedeutet, es entwickelt sich ein Hass. Und Jason und Lucia können nicht mehr loslassen, weil er die quasi erpresst. Und dann wird es immer deeper und deeper. Ein bisschen wie die Story von Nico aus GTA 4. Da hat es ja auch harmlos angefangen und da war er komplett in der Mafia-Scheiße drinnen. Weißt du, was ich meine? Dann gibt es aber andere Leute, die sagen, Raúl wird so eine Art coole Version von Lester. Ja, dass er Überfälle und so plant und uns hilft dabei, Sachen zu organisieren. Ich weiß nicht, was wirklich dran ist, aber das hat damals Holy rausbekommen. Ach, was Holy noch alles rausbekommen hat, Digga. Ich hab echt keinen Bock auf Nackenklatsche von Holy, ja. Aber der hat mir mal was geschickt. Soll ich leaken oder was? Der hat mir Musik geschickt. Er hat mir Musik geschickt von Mitarbeitern, die gesagt haben, diese Songs werden auf jeden Fall in GTA 6 vorkommen. Aber ihr beschützt mich dann, wenn er ausrastet, okay, Chat? Wir wissen von nichts, ihr hält Schnauze. So, das hat er geschickt. Das hat er bekommen. Schau mal, Americas 1. Da ist die Musik. Tom Petty, Love is a Long Road. Ihr könnt Screenshot machen von mir aus, ja? Also Flash FM, diese Songs sollen dabei sein. Könnt ihr mal kurz angucken. Also wie gesagt, keine Gewähr, dass es real ist. Da haben wir noch ein paar Songs, ja? Killing me softly. Killing me softly. Da sind noch ein paar Songs. Also T-Pain, Wiz Khalifa, See You Again. We are on. Good Podcast. Friday. Understand this is Friday. Also diese Songs haben wir auch. Dann haben wir noch hier Michael Jackson, Another Part of Me. Ja, sehr, sehr geile. Es soll sogar, Holy hat sogar erzählt, dass vielleicht sogar Apache dabei ist, Chat. Und das habe ich auch nicht nur von Holy gehört, sondern auch von anderen Leuten. Ja, genau, Apache Miami soll in GTA 6 vorkommen. Dann haben wir hier der Weekend Bling Lights. Ja, Pony von Genuine, keine Ahnung. Oh, Mia Paper Planes. Boah, wer kennt eins in den Chat? Oh, einer meiner Lieblingslieder.
Komm, wir schauen jetzt einfach mal weiter, ja? Vergesst mir alles, ja? Über Gameplay und Präsentation des Spiels. Sollte GTA 6 am Ende wirklich so aussehen wie in den Trailern, dann haben wir es mit einer absoluten Grafik-Detailbombe zu tun. Von Dance-Wasser, das am Bierglas hinunterrinnt, über die malerischen Kulissen bis zu den vielen völlig unterschiedlichen Körpertypen der NPCs, bei denen so gut wie keiner dem anderen gleicht. Die realistische Darstellung und Simulation der offenen Spielwelt wird mit Sicherheit wieder das große Verkaufsargument von GTA 6 und neue Maßstäbe für eine Generation von Spielen setzen. Besonders spannend zu beobachten ist das dynamische Verhalten der NPCs im Trailer, die nicht nur mit der Spielfigur, sondern auch untereinander auf viele verschiedene Arten interagieren. Das ist zwar nur ein Trailer und kein echtes Gameplay, aber schon in GTA 5 haben NPCs auf uns reagiert und beispielsweise Fotos von unserem Auto gemacht. Und in Red Dead Redemption 2 konnten wir mit jedem NPC in der Spielwelt rudimentäre Gespräche führen. Wir gehen stark davon aus, dass Rockstar an genau diesem Aspekt besonders gearbeitet hat und ihn für GTA 6 auf ein neues Level heben will. Die Spielwelt und die NPCs darin werden sich noch viel interaktiver und dynamischer anfühlen als in den Vorgängern. Die bisherigen Infos legen außerdem nahe, dass es in der Open World noch viel mehr Nebenaktivitäten geben wird als zuvor. Dabei profitiert GTA 6 natürlich davon, dass Red Dead Redemption 2 für vieles bereits die Grundlage geschaffen hat. Ey, Chat, was wäre euch eigentlich sehr wichtig? Also, wo ihr sagen würdet, ey, das darf auf gar keinen Fall fehlen. Dass Red Dead Redemption 2 für vieles bereits die Grundlage Jetzt bitte kommt mir nicht mit Techtelmechtel machen oder so, Bro. Seid nicht geschaffen hat. Ihr seid ja richtig Guna, Alter. Genauso auch Wisst ihr, was interessant ist? Diese Fraugröße. bereits die Grundlage. Schau mal, wie groß diese Frau ist. Genau. Könnt ihr das vorstellen, wie groß sie ist? Die ist 30 Meter, Bruder. Genauso auch GTA Online. Nebenaktivitäten, die durch Trailer und Screenshots nahezu sicher erscheinen. Also das wäre übelst was Neues, ja. Also wenn die Unterwasserwelt wirklich diesmal richtig realistisch ist, sagt was ihr wollt, aber das wäre das erste GTA, wo die Welt dann wirklich eine geile Unterwasserwelt hätte. Bitte GTA 5, ja, GTA 5 war so Side-Mission-mäßig war das geil. Aber das war jetzt nicht geil, Bro, also... Sind wir mal ehrlich, es war keine eigene Welt, das war nur so eine Option, wo man sich denkt, oh geil, ich kann tauchen. Aber wenn es unter Wasser wirklich eine Welt gibt, wirklich eine Map unter Wasser, Map-mäßig, dass wir 2 Welten diesmal bekommen, das wäre doch sehr, sehr deep wortwörtlich. Sind Minigolf, Billard, Angeln, Gewichteheben und MMA-Kämpfe, Schnorcheln, Basketball und Kajaking. Außerdem dürften Darts, Tennis, Golf und Kartenspiele wie Poker oder Blackjack ebenfalls wieder im Spiel sein, sowie Freizeitaktivitäten wie Clubs, Bars, Kinos, spontane Verbrechen wie das Ausrauben von Stores, sowie Fernsehen und Minispiele an Konsole oder Arcade-Maschinen. Die weitläufigen Naturgebiete legen außerdem nahe, dass ein komplexes Jagdsystem ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 Teil des Spiels sein könnte. Nachdem Flora und Fauna in GTA 5 noch eine eher untergeordnete Rolle gespielt haben, hat Rockstar nun die Gameplay-Grundlage, um das Ganze auch in GTA umzusetzen. Zumal die Jagd ja ebenfalls ein wichtiger Teil der klassisch-amerikanischen Kultur ist, die in GTA so oft parodiert wird. Ja, das mit dem... Ich weiß nicht, Jagen, also ich finde das bei Red Dead Redemption 2 richtig geil und das passt auch übelst dazu. Aber so speziell, dass es wirklich so ins Detail geht, brauche ich das ehrlich gesagt nicht bei Red Dead Redemption 2. Natürlich, wenn man so Ego-Denken hat, dann sagt man, ja, ich will von allem das Beste. Aber wenn man realistisch denkt, denkt man sich so, ja, sollen sich lieber bei Jagen nicht so krass konzentrieren, aber dafür Nightlife zum Beispiel geiler machen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja, GTA 6, ja. Meine ich GTA 6. Was habe ich denn schon wieder gesagt, Alter? Hoffe, man kann bei den NPCs zu Hause einbrechen. Naja, ich sag dir so, die KI von Rockstar Games, wo die Patente drauf aufgenommen haben, das geht so weit, dass man sagt, es können sich Innenräume generieren. Aber ein Patent aufnehmen heißt nicht, dass es auch umgesetzt wird, weil es wurden auch sehr viele Patente in der GTA 5 Zeit aufgenommen, die bis heute nicht umgesetzt wurden. Also Patent sichern bedeutet einfach schneller sein als die Konkurrenz, falls man das doch irgendwann gebrauchen könnte. Und was ist mit Gameplay-Neuerungen allgemein?
Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir darüber noch am wenigsten und können nur anhand der Trailer und Leaks unsere Einschätzungen geben. Wir tauchen nun also ein ins Spekulatius-Territorium und sprechen ein wenig darüber, was die zahlreichen Leaks bisher nahelegen. Der wohl dramatischste und größte Leak fand im September 2022 statt, als ein Nutzer auf gtaforums.com eine Archivdatei mit über 90 Dateien veröffentlichte, die ganz frühe Work-in-Progress-Gameplay-Aufnahmen aus GTA 6 enthielt, die er, wie sich später herausstellte, aus dem firmeninternen Slack-Chat gestohlen hatte. Slack! Der Leak bestätigte damals schon Dinge wie die Location, die beiden Protagonisten und andere Informationen, die mittlerweile offiziell feststehen, und der 17-jährige Hacker wurde verurteilt. Der Leak war also echt. Ja. Trotz über 90 Dateien hielten sich die Erkenntnisse aber in Grenzen. Deutlich wurde, dass GTA 6 zweifelsohne auf dem technischen Grundgerüst von Red Dead Redemption 2 beruht, das inzwischen natürlich deutlich weiterentwickelt wurde. Wir könnten uns aber gut vorstellen, dass es auch einige der sehr realistischen Simulationsfeatures aus RDR 2 ins Spiel schaffen. Es könnte gut sein, dass unsere Figur nicht mehr ein ganzes Waffenarsenal am Körper trägt, sondern wir nur das verfügbar haben, was wir sichtbar mit uns tragen, und unser Arsenal am Kofferraum unseres Autos durchwechseln wie in Red Dead 2 an unserem Pferd. Außerdem könnte sich GTA 6 an den etwas langsameren Animationen beim Plündern von Gegnern und Looten von Schubladen und Schränken orientieren, die bei Red Dead Redemption 2 nicht nur für Begeisterung gesorgt haben. Wie viel Rockstar... Also ich fand es bei Red Dead Redemption 2 manchmal wirklich anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr so einen inneren Autisten in euch habt. Eins in den Chat, wenn ihr das fühlt, was ich gleich sage. Aber ich habe manchmal so einen richtigen Autisten, dass ich jede Leiche durchforsten muss. Ich muss jede Schubwache angucken, weil ich fühle mich sonst schlecht, wenn ich eins vergesse. Und wenn Bro, das ist so, wenn ich dann wegrenne und mich erinnere, oh, warte mal, ich habe bestimmt eine Schublade vergessen, dann muss ich wieder zurückreiten und das doch mal angucken. Bro, bitte übertreib nicht damit, weil ich bin dann gefesselt. Von dieser gewollten Schwerfälligkeit aber letztendlich wirklich übernimmt, bleibt abzuwarten. Es folgten zahlreiche weitere Leaks, manche realistischer, andere weniger realistisch. Mindestens einer ist aber zumindest deshalb etwas glaubwürdiger, weil Rockstar gerichtlich gegen die Leaker, die aus den eigenen Mitarbeiterkreisen stammen sollen, vorgegangen ist. Demnach soll es in Vice City über 700 betretbare Gebäude und Geschäfte geben, unter anderem auch große Shopping-Malls und Wolkenkratzer mit Fahrstuhl. Also es gibt sogar Beweise, dass es Shopping-Malls gibt, ne? Das ist jetzt kein Geheimnis, das sieht man auch offiziell bei dem Trailer Nummer 1. Ja, das sind die ganzen Läden. Seht ihr das? Und wenn du das eingibst, Florida Big Shopping Mall Design, müsstest du eigentlich finden. Da solche Schilder, checkst du, da ist das Schild. So sehen die Schilder aus. Das, was wir gerade gesehen haben, ist quasi hier als Schild nochmal zu erkennen, wisst ihr? Und dann geht's zu einer riesen Mall. Den hier soll es in GTA 6 geben. Und jetzt stellt euch vor, wie er da rumläuft, Digga. Tschüss, geil, oder? Stellt euch vor, da ein bisschen rumlaufen, Action machen, shoppen gehen. Ist schon was Feines, Alter. Die Beziehung zwischen Jason und Lucia wird nicht nur in der Story wichtig, sondern soll auch ein Gameplay-Element mit einer Beziehungsleiste sein, die ähnlich wie Ehre in Red Dead 2 funktionieren soll. Wenn wir mit gezogener Waffe herumlaufen, reagieren NPCs darauf und rufen sogar die Polizei, wenn wir Sperrgebiete betreten. Get off my property! Okay. Ich glaube, teilweise wird es nicht mal nötig sein, dass die NPCs Polizei rufen, weil wenn die Überwachungskameras sehen, dass wir da mit einer AK-47 reinspazieren, dann wird es schnell gehen, dass die Security erstmal guckt, ob die irgendwas machen können. Und wenn die nichts machen können, rufen die sicherlich Verstärkung. Und da wird nicht erst irgendwie so ein Polizist kommen mit einer Pistole, sondern direkt eine Einheit, weil die KI ist so fortgeschritten oder soll so fortgeschritten sein, dass sich die Aggression direkt anpasst an das, was du darstellst. Also wenn du da Schlägerei startest, da kommt eine Streife und will dich wegteasern, ja, mit dem Taser wegtasern. Wenn du aber mit einer AK-47 rumläufst, dann kommt direkt eine Einheit, ja, so SWAT-mäßig. Und solltest du so richtig Chaos anrichten, dann kommen andere Stufen. Also es wird soll mehrere verschiedene Aktionen geben, wie du quasi ausgeschaltet wirst. Also es wird nicht so einfach sein, dass sich das stufenweise fortschreitet, ja, Level 1, 1 Stern, Level 2 und so weiter. Nein, es wird sich direkt angepasst. So wie im realen Leben auch. Und es soll angeblich wieder ein 6-Sterne-Fahndungslevel geben. In früheren GTA-Teilen
bedeutete das, dass das Militär uns mit Panzern gejagt hat, die wir sogar klauen konnten. Noch mehr Mayhem also. Was die Sterne angeht, die Sterne sollen sekundär sein diesmal. Das heißt, du bist an einem Ort, baust Scheiße, es geht immer schlimmer, du wirst sehr stark gesucht, hast 6 Sterne, fährst weg, wirst die Sterne los, aber wenn du in dieses Gebiet wiederkommst und der Polizist erkennt dich, weil du irgendwie in eine Nachricht oder auf Social Media auftauchst, dann sind die Sterne direkt wieder da. Versteht ihr, was ich meine? Ähnlich wie bei Red Dead Redemption 2. Servus an den Chat, Oleg, was habe ich verpasst? Muro, alles! Alles, jetzt bist du aber pünktlich da, deswegen passt schon. Stell mal vor, man kann in der Mall Leute als Geisel nehmen und dass die Cops nicht reinstimmen, sondern verhandeln. Poki, du hast ja gesehen in den Leak-Aufnahmen beim Diner, also Geiseln kann man auf jeden Fall nehmen. Jetzt ist die Frage, wie weit das Geiselsystem fortgeschritten wird bis zum Release und wie das dargestellt werden soll mit dem Verhandeln, weil du musst auch so sehen, dieses Verhandeln könnte schnell eintönig werden. Ob Rockstar Games da schafft, eine KI zu schaffen, wäre es richtig geil. Wenn das stimmt. Denn das ist am Ende natürlich so ein bisschen die Frage, wann gibt es denn endlich neue Informationen zu GTA 6, vielleicht sogar mal Gameplay zu sehen? Take-Two-Chef Strauß-Zelnick versichert, dass das Release-Datum am 19. November in Stein gemeißelt ist und dass im Sommer eine große Marketingkampagne starten soll. Ja. Zelnick hatte zwar auch schon die vorherigen Release-Daten so lange als sicher bezeichnet, bis sie es offiziell nicht mehr waren, aber diesmal sind wir geneigt, ihm zu glauben. 2 Verschiebungen und ein insgesamt ein Jahr späterer Release als ursprünglich kommuniziert, wären zumindest sehr passend dazu, wie es Rockstar bei den letzten beiden großen Releases gemacht hat. Ganz sicher sein können wir natürlich auch weiterhin nicht, aber der finanzielle Druck wird groß sein, noch in diesem Geschäftsjahr die Gewinne einzustreichen. Das läuft zwar noch bis März 2027, aber ein Spiel verkauft sich ja auch nicht ausschließlich in der ersten Release-Woche und das Weihnachtsgeschäft ist nach wie vor ein wichtiger Faktor. Wir sehen uns in einigen Wochen... Ja, stimmt, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist auch ein sehr starkes Argument, weil wenn es im November kommt, dann wird es sich 20-30% noch krasser verkaufen, als wie wenn es erst im März kommt. Checkt ihr? Weil das Weihnachtsgeschäft, das unterschätzten viele. Rockstar Games hat es nicht nötig. Wenn ich dir sage, du kommst an Weihnachten zur Arbeit und du kriegst für diesen Tag 150 €, obwohl du normal 100 € kriegst, dann wirst du doch nicht sagen, nö, die 50 € brauche ich nicht. Weißt du, was ich meine? Du wirst das Geld nehmen und genauso tickt Rockstar Games, als Unternehmen vor allem. Bro, was ist das für ein Flex, wenn die Zahlen anders darstellen, als sie zu einem normalen Datum sind? Natürlich will man das Krasseste zeigen, was geht. In den Kommentaren, wenn rausgekommen ist, dass alles, was ich hier erzählt habe, Quatsch war. Yay! GTA 6 erscheint für PS5 und Xbox Series, bald GameStar-Interview. Soll ich gucken, ob ich was einrichten kann? Swiss, wie willst du das machen? Hast du da Connection oder was? PC-Version ist nach wie vor nicht angekündigt, gilt aber als so gut wie sicher. Ja. Rockstar wird sich hier aller Voraussicht nach aber noch etwas Zeit lassen. Gerade lang genug, dass die meisten PC-Spieler schwach werden und das Spiel doch irgendwie auf Konsole zocken, um dann mit dem grafisch nochmal etwas aufgebohrten PC-Release nochmal abzukassieren. Ist ja klar. Sollte es beim Herbst-Release bleiben, dann rechne ich persönlich grob im Juni mit einem weiteren Story-Trailer und dann im August, September mit einem ausführlichen Gameplay-Reveal. Genau so war es jedenfalls bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 auch und Rockstar hat bisher bewiesen, dass sie in solchen Dingen gerne äußerst formelhaft vorgehen. Informationen zu GTA 6 Online lassen vermutlich noch lange auf sich warten. Der Gameplay-Trailer für GTA 5 Online erschien erst knapp einen Monat vor Release und der Modus startete 2 Wochen später. Bei Red Dead Redemption 2 war der gesamte Spielmodus zunächst überhaupt nur als Beta im Spiel verfügbar. Es wäre also sogar denkbar, dass GTA 6 Online gar nicht zum Start von GTA 6 verfügbar ist und Rockstar sich diesmal noch länger Zeit lässt, den Modus nachzuliefern. Chat, wollt ihr Online-Modus direkt haben? 1 in den Chat, 2? Muss nicht sein oder 3? Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin euch ehrlich, ich will den auf gar keinen Fall direkt haben. Ich will Story erstmal komplett genießen. Ja, ich will Story mit euch oder ja, mit euch aktiv oder inaktiv. Ja, ihr könnt ja zugucken oder Stream im Hintergrund laufen lassen. Mit euch zusammen genießen. Und ohne Zeitdruck jetzt, oh scheiße, Mann, meine Friends kommen jetzt in den Online-Modus viel weiter. Ich scheiße auf Story, muss mich beeilen. Sondern einfach auf gechillt das durch und dann das nächste starten. Genau, Story erst genießen.
wissen. Chat, wie alt seid ihr und was habt ihr geschrieben? Was machen wir andersrum? Ihr schreibt eine Zahl, wie alt ihr seid und dahinter, was euch wichtiger ist, Online oder Story. Und ich bin mir sicher, natürlich gibt es hier und da Ausnahmen, Ü25 wird Story öfters wichtig sein, als wie U25. Also unter 25-Jährige ist wahrscheinlich eher der Online-Modus wichtiger. Schau, siehst du, Benny zum Beispiel 18 online, ja, 21 online. Seht ihr das? Merkt ihr das? Das ist nichts Verwerfliches, das ist auch nichts Schlimmes. Der Geschmack hat sich einfach nur gedreht. Ich mag das nicht, wenn Leute sagen, seid ihr dumm, Alter, Story, Beste, was es gibt. Bro, das hat sich einfach gewendet, ja. Wir OGs mögen halt Story mehr als Online-Modus und die Jüngeren mögen halt Online mehr als Story, ist halt so. Umso geiler ist es doch, weil da muss Rockstar Games sich noch mehr Mühe geben, weil die halt quasi 50% Story-Fans haben und 50% Online-Fans. Das heißt, beide wollen befriedigt werden. Aber GTA 6 Online wird nicht so. So, meine Freunde, ich werde euch heute ein paar Informationen leaken, einen Tag davor, bevor der Online-DLC kommt, mäßig da. Und davor gehen wir noch ein paar Rutschen runter, zusammenrutschen da. Und ja, und dann schauen wir mal, ja, was da geleakt wurde. Also die Zeit ist vorbei, Chat, bitte. Es wird nicht genau wie GTA 5 sein. Es wird nicht direkt angeknüpft und einfach weitergemacht. Nein, es wird die Karten werden komplett neu gemischt. Wir müssen uns kreativ neu entwickeln. Sind wir mal ehrlich, wenn man das System von GTA 5 online gecheckt hat, dann war es ja immer dasselbe. Jede Woche kommt ein Update, davor wird das Ganze geleakt, dann macht man ein Video darüber, dann geht man live und testet das mit den Zuschauern und dann wartet man auf die nächste Woche. Und dann fängt es immer von vorne an. Und so macht man das schon seit 13 Jahren. 13 mal 50, wie viel ist das? 650, also 650 Mal ist es passiert, mindestens. So geil ist dieser Content, ja? Von unserer Seite, der GTA Creator, Digga. Also es wird auf GTA 6 Basis anders ablaufen, da bin ich mir sicher. Da wird es sicherlich mehr verschiedene Varianten geben, ja. Wäre zwar schade, aber wir werden alle mit dem Singleplayer erstmal lang genug beschäftigt sein. Das war unsere kleine Zusammenfassung zum aktuellen Wissensstand rund um GTA 6. Ich hoffe, Nice. Rockstar kommt uns jetzt nicht zuvor und macht dieses ganze Video schon innerhalb weniger Tage völlig irrelevant. Bis dahin hoffe ich, konnte ich... Also mittlerweile GameStar feiere ich übelst. Also die gefallen mir wirklich. Verfolgen teilweise die gleichen Aspekte wie wir, ja. Jules ist schon ein süßer Bre auf jeden Fall. Der süße Wikinger ist es auf jeden Fall, ja. Was GTA 6 kosten wird, Strauss Zelnick hat vor kurzem im Interview angedeutet, 70 bis 80 Dollar. Wisst ihr, warum er gesagt hat, also wieso er angedeutet hat? Es hieß, wie sieht es aus? In Zukunft plant der ein oder andere vielleicht ein Spiel günstiger anzubieten zum Verkauf. Dafür hat man Ingame-Werbung. Das heißt, du spielst zum Beispiel eine Stunde und dann kommt Kondomwerbung und da wird dir ins Gesicht gesagt, Alter, hätten deine Eltern lieber Kondom benutzt, dann wärst du jetzt nicht auf der Welt so mäßig, weißt du. Aber da hat Strauss Zelnick dagegen gesprochen, hat gesagt, naja, von unseren Spielen kann man das nicht behaupten, weil er ist der Meinung, also es wurde speziell über GTA 6 gesprochen, er sagte, GTA 6 mäßig, wenn es 70 bis 80 kosten soll, dann haben die Käufer es nicht verdient, noch Werbung zu erhalten. So. Ja, und das ist außerdem der Standardpreis für AAA, da hat Yazoo auch noch recht, das kommt noch hinzu. Trust.